diesem Video richten wir zusammen den Facebook Pixel in WordPress ein. Dieser Facebook Pixel ist ein Stückchen Code, den wir benötigen, um unsere Werbeanzeigen zu bewerten. Das bedeutet, wir sehen damit, welche Personen unsere Werbeanzeigen angeklickt haben, wohin sie gekommen sind und so weiter. Aus diesem Grund gehen wir auf unseren Facebook Business Account, den ihr jetzt hier vor euch seht. Klicken anschließend auf Datenquellen und Pixel und fügen hier, ich habe schon 2 verschiedene drin, einen neuen Facebook Pixel hinzu. Name des Pixels und Website des Pixels. Ich mache jetzt hier einfach automatisiertes Unternehmenspixel, klicke auf Weiter. Anschließend gibt es folgende Einrichtungsmöglichkeiten. Mit der Verwaltung meines Unternehmens fortfahren, also man kann das später einrichten oder Pixel jetzt einrichten. Ich würde euch empfehlen, das gleich zu tun. Und jetzt gibt es entweder eine Partnerintegration oder ihr macht den Code manuell. Beim Code könnt ihr das zum Beispiel in WordPress, meistens in eurem Theme, das heißt in eurem Aussehen, in eurem Design bei Themes, also in meinem Fall, ich verwende hier in dem Fall das B-Theme, kann ich das unter Theme-Optionen, ist es meistens bei Theme-Optionen und dort gibt es dann eine Integration, nämlich einen CSS oder einen JavaScript-Code, den man hinzufügen kann, wie zum Beispiel hier schon der Tag-Manager drin ist und kann dann da bei eigenen JavaScript-Code hinzufügen, den Pixel hinzufügen. Ich mache das aber bei WordPress immer anders, denn Facebook bietet hier eine Integration an, das heißt über die Partnerintegration hinzufügen, findet ihr hier einmal WordPress, das heißt wir müssen das Plugin jetzt herunterladen. Wir klicken hier jetzt auf Weiter. Nun soll dieser Pixel bei euch heruntergeladen sein und ihr müsst diesen Schritten auf dem Bildschirm folgen. Also ihr geht bei WordPress auf Upload Plugin und wählt eure Datei aus. Das heißt, wir gehen in unser WordPress, klicken links auf Plugins, installieren ein Plugin, klicken auf Plugin hochladen, wählen die Datei aus, unter Downloads, dann Facebook Pixel als ZIP-Datei. Ich habe mehrere schon heruntergeladen. Dann wähle ich jetzt das aus, was wir gerade hatten. Facebook Pixel für WordPress, für Upload auswählen und klicken auf Jetzt installieren. Anschließend müsst ihr das noch aktivieren. Das könnt ihr dann unter Plugins und dann habt ihr ja Facebook für WordPress aktivieren. Klickt auf Settings. Anschließend sehen wir hier Connect Your Business to Facebook. Wir klicken dann auf Get Started und müssen uns dann in Facebook einloggen. Das heißt, ich führe dann auch mein Facebook weiter aus als Celefa. Dann nehme ich den Business Manager, das Werbekonto, das wir erstellt haben. Achtung, da müsst ihr jetzt das Richtige auswählen. Dann klickt ihr auf Weiter und klickt dann auf das Pixel, das ihr auswählen möchtet. Und zwar war das dieses hier. Ich klicke weiter und bin jetzt hier eigentlich fertig. Automatisch erweiterter Abgleich. So, das würde ich ausmachen. Das geht nämlich Facebook eigentlich nichts an, ihre E-Mail-Adressen abzugreifen, diejenigen, die sich bei euch eingetragen haben. Das reicht der normale Austausch. Dann klicken wir auf Weiter und wieder auf Weiter und anschließend sind wir fertig. Uns bestätigt jetzt Facebook noch, dass alles erledigt wurde. Wir klicken auf Fertig. Und hier habt ihr dann schon alles installiert, was ihr eigentlich braucht drin. Wenn ihr jetzt auf Create Ad klickt, also auf Werbeanzeige erstellen, kommt ihr eigentlich direkt zu eurem Werbeanzeigenmanager und könnt verschiedene Werbeanzeigen installieren. Wir müssen das Ganze jetzt nur noch testen. Das heißt, wir klicken jetzt hier dann auf Weiter und schicken dann einen Test-Traffic auf die Seite. Das heißt, wir geben jetzt die URL an, https automatisiertes-unternehmen.de und schicken dann Test-Traffic auf diese Seite. Es musste sich jetzt hier abändern auf aktiv. Dieser Test-Traffic kann ein bisschen dauern, das heißt, ihr geht dann einfach mal ein bisschen auf eurer Seite rum, klickt vielleicht 1-2 Mal wo drauf und anschließend ändert sich dieser rote Punkt auf grün, es steht aktiv dran und ihr klickt auf Weiter. Anschließend klickt ihr hier oben auf diese Business Tools und geht zum Events Manager und könnt dann bei eurem installierten Pixel Events hinzufügen. Das heißt, ihr klickt dann hier drauf und klickt auf Events hinzufügen vom Pixel und dort gibt es mittlerweile ein Events Setup Tool und das würde ich dann jetzt auch öffnen. Wir geben die Webseite an. Achtung, hier müsst ihr darauf achten, dass der Pop-up-Blocker von eurem Safari nicht aktiviert ist, beziehungsweise würde ich sowieso den Firefox dafür verwenden, weil hier könnt ihr es auf jeden Fall verwenden. Bei Safari hat es bei mir zum Beispiel auch nicht funktioniert. Das heißt, wir gehen hier auf Webseite öffnen, dann wird diese Webseite geöffnet. Falls sich jetzt hier direkt nichts öffnet, dann müsst ihr auf jeden Fall den Cache nochmal leeren bei eurer Webseite in WordPress und es nochmal versuchen. Dieses Event Setup Tool öffnet sich dann auf der linken Seite und ihr seht schon, ich habe hier meine ganzen Pixel Events schon eigentlich integriert. Das bedeutet, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel einen neuen Button tracken. Wenn ihr da draufklickt, dann werden alle Buttons angezeigt, die ich zum Beispiel jetzt noch nicht getrackt habe. Das war der eine gewesen. Hier unten seht ihr dann weitere Links und so weiter, die man alle tracken kann. Das heißt, ich klicke jetzt mal hier auf diesen Button und sage dann Event auswählen. Das wäre zum Beispiel ein Lead. Währung nehmen wir Euro. Ihr müsst hier unbedingt auswählen, dass der Wert nicht mit
mit eingeschlossen wird, ansonsten funktioniert es nicht. Klickt anschließend auf Bestätigen und dann wird das hier angezeigt als Lead mit in grün Button Zugang zu den Modulen der Automatisierung erhalten, hier bei Lead. Wenn ihr zum Beispiel nur ein Page View, das heißt eine Seitenansicht, wenn jemand das hier öffnet, tracken möchte, dann müsst ihr hier eine URL tracken und da gebt ihr dann einfach diese URL ist gleich dieser an. Event auswählen, je nachdem, wenn ihr eine Seite habt, das heißt eine Danke-Seite, nachdem sich jemand angemeldet hat, oder eine Danke-Seite von der Terminvereinbarung, wie die wir dann später verwenden, dann nehmt ihr das als Lead oder als Kauf. So, damit sind wir fertig und schließen die Einrichtung ab, klicken auf Fertigstellen und ja, natürlich waren wir zufrieden, senden, fertig und dann gibt es das hier als neuen Track auf der Seite.